Ein historischer Porsche von der Scherer-Gruppe. Hier steht er. Und er ist wunderschön, hat, ich glaube, knapp unter 100 PS. Ein ganz leichtes Fahrzeug in einer ganz tollen Farbe. Es ist, ja, die Frage ist, wenn man so die Frage beschreibt und so weiter und so fort, da gibt es natürlich den Michael Theisen. Hallo Michael, grüß dich. Hi Sven, grüß dich. Servus. Genau, wir werden uns gleich mal ein ganz neues Auto angucken von Porsche. Es steht draußen. Schlüssel ist schon da. Schlüssel hole ich gleich. Hier drin haben wir auch einen stehen. Ich sag mal, draußen steht er mit einem anderen Motor. Hier drin können wir uns aber den richtigen Motor anschauen. Um den es geht, der neue GTS im 718, der GTS-Motor im 718. Genau, die stehen ja alle hier vorne, gell? Das sind alles neue? Genau, frische Ware reinbekommen sozusagen. Deswegen freut uns, dass du da bist, dass wir die Autos mal zeigen können, auch nochmal farbenfroh. Was ja auch entsprechend geändert hat am Design ein bisschen, Motoren? Ja, also die Motoren, ich sag mal, die GTS sind ja immer dafür bekannt, dass halt die Rückleuchten schwarz sind, alles ein bisschen sportlicher ausgelegt ist. Ja, jetzt sind wir aber zunächst mal bei dem hier, der ist so knapp unter 100 PS. Knapp unter 100 PS, ja. Und das auch 911. Knapp über 100.000 Euro mit Sicherheit, unter 100 PS, über 100.000 Euro. Das sind 356. Ja. Der ist schick, oder? Der ist super schick, da wird man am liebsten einsteigen und ab in Urlaub damit. Ne? Ja, der Zustand ist wirklich 1A, das heißt, also der wird auch noch bewegt? Der wird auch noch bewegt. Das Auto ist voll einsatzfähig, ist im Kundenbesitz und haben wir jetzt hier drin, das bereiten wir jetzt noch mal ein bisschen auf und man muss auch dabei sagen, ein Mitarbeiter von uns, der geht heiraten und es ist schön, dass das Auto ihm auch zur Verfügung gestellt wurde. Der freut sich schon, ich will jetzt nicht sagen mehr auf die Hochzeit wie aufs Auto, aber mit Sicherheit auf beides gleich viel. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal aufmachst, er ist zu. Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, aber was besonders stark ist, ist hier natürlich noch die die Plaketten, die hinten drauf sind, ja, die damals rundum simmern. 1963 ist die Originalplakette noch cool, oder? Ja, das ist, und wenn du ein bisschen weiter hochfährst mit der Kamera, da siehst du noch das Porsche-Zentrum von früher, der Großkloß in Saarbrücken. Ja, das ist wirklich eine Auslieferung auch von ihm gewesen, findest du heute immer seltener. Die meisten Autos werden ja von irgendwoher importiert. Ja. Achso, jetzt aus Amerika, weil die dort weniger rosten zum Beispiel. Ja. Aber das ist so, der hier ist von Zustand her, oder guck dir mal die Lampen an, das ist der Hammer, oder? Hier, warte, ich zeig mal gerade hier die Panamera 4S-Lampe, sieht so aus, ja, im 3D-Look und die hat auch 3D-Look. So Tropfenform, ne? Tropfenform. Ja. Sehr, sehr schick. Super schick. Ja, es geht um ganz moderne Autos. Ja, die stehen hier vorne. Du hast diverse Farben ausgewählt. Porsche steht ja meistens für, ich sag mal, Silber und Schwarz, das sind ganz beliebte Farben, aber ihr habt ganz bewusst auch immer ganz tolle Farben hier, oder? Ganz poppige. Genau, wir wollen das immer ein bisschen farbenfroh gestalten. Oftmals ist es ja auch so, wenn die Kunden die Farben sehen, sind sie auch bereit für die Farbe, was sie normalerweise nicht sind, wenn man sie jetzt auf dem Katalog oder auf dem Bild sieht. Ja. Farbmuster sagt darüber gar nichts aus. Wir haben hinten noch einen GT3 stehen vom Kunde von mir, der geht auch die Tage in die Auslieferung. Wo denn? Hinten der gelbe. Das ist auch gelb. Da weiß ich auch noch, wie wir gerätselt haben. Holt er ihn rot, holt er ihn gelb, da halte ich mich immer gerne raus. Aber er hat das Auto schon gesehen und sagt, alles richtig gemacht. Ne? Also, der ist cool, der GT3, oder? Ja, der macht natürlich ordentlich Spaß. Ach, da hinten ist ein Flügel dran. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich fahre ja nur den normalen. Was fahre ich überhaupt? Ein 4? 4S. Genau, ein 4. Panamera 11er 4S, ja. So, der ist ein bisschen schneller. Der hier ist ein bisschen schneller, der ist halt, sage ich mal, mehr für Rennstrecke ausgelegt. Ja. Mit Sicherheit kommst du mit deinem etwas entspannter nach München von hier aus, aber mit den da kommt man natürlich Rennwagen, oder? Ein bisschen schneller vielleicht. Also ich zeig das mal. Es steht hinten drauf 4.0, das ist wahrscheinlich für den Hubraum, oder? Genau, das ist der 4-Liter-Motor, ja. Das ist jetzt noch ein Sauger. Ne. Die aktuellen 11er, die haben ja die Turbomotoren drin, wo die Kunden auch absolut zufrieden sind damit. Die sind halt viel agiler, gehen von unten raus viel besser, wie jetzt auch der 718, den wir uns jetzt gerade noch mal da hinten in Gelb uns anschauen können. Genau, wir waren ja kurz bei der Farbe. Das heißt, das Thema, also Mut zur Farbe ist gar kein Thema. Und ihr unterstützt das auch aktiv. Wir hatten ja auch schon mal eine Sonderserie, da habt ihr ganz spezielle Farben, auch mal Zuffenhausen hier gehabt. Genau, das sind so Equipment-Tage, Zubehörtage, da haben wir immer so Sonderserien, wo du auch dann Ziernähte mal in einer anderen Farbe siehst. Du kannst ja alles bestimmen an dem Auto. Wenn du sagst, du willst die Ziernaht gelb haben, wird das Auto in der Ziernaht gelb gebaut. Das ist halt dieses Individuelle. Es ist immer noch eine Manufaktur. Jetzt noch mal kurz die verschiedenen Baureihen. Es gibt ja den 911, es gibt den 718, den Boxster.
Wo sind da im Wesentlichen die Unterschiede? Wir gucken gerade mal von vorne. Also jetzt der 911 hat, glaube ich, den Motor hinten. Ich fahre ja einen, aber ich bin Genau. überrascht, der ist tatsächlich hinten. Ja, das ist so. Das war schon immer so, ist so. Also wenn wir vom Segment anfangen, sind wir beim 718. Da gibt es zwei Linien. Einmal der Boxster, den du jetzt gerade im Bild hast. Das ist das Cabrio. Es gibt dann den Cayman, den sehen wir jetzt hier in diesem GT Silber. Das ist quasi die Coupé-Version, aber als solches das gleiche Fahrzeug von der Karosserie und auch vom Innenraum von der Gestaltung her. Motoren ab 300 PS bis 365. Das sind jetzt die GTS-Modelle, die jetzt hier stehen. Der Motor ist ein Mittelmotor. Das heißt, er liegt unmittelbar hinter dem Fahrer und dem Beifahrersitz. Also ungefähr da. Genau, relativ tief eingesetzt. Das ist auch der Grund, warum hier ein entsprechender Lufteinlass da ist, damit er gut noch Luft kriegt. Richtig. Ja. Zur Kühlung ist es. Zur Kühlung vom Motor, genau. Ja. So, auch die Räder, das ist natürlich, also man kann schon sagen, das ist ein extrem sportliches, tolles Auto, oder? Der Boxster und der Cayman. Mit dem kannst du eigentlich alles mal, also übertrieben gesagt, du kannst mit dem auf den Ring fahren, beim Rennen mitmachen, vorne abschließen und nochmal heimfahren. Das ist alles möglich mit den Autos. Ne? Als der am Anfang auf den Markt kam, der Boxster, ja, da war der ja so ein bisschen verschrien als, ich sag mal, vielleicht ein Fahrzeug für eine Frau. Mittlerweile sind Lieferzeiten auf dem Auto, die sind, ich glaube, für Neubestellte. Du bist aktuell bei guten 4 Monaten. Ja. Deswegen sind wir jetzt auch froh, dass wir jetzt mal ein paar Fahrzeuge haben, weil Porsche-Fahrer sind ja auch die gerade bei der jetzigen Wetterlage, die dann auch mal reinkommen und sagen, sie wollen jetzt in den nächsten 14 Tagen so ein Auto genießen. Haben wir jetzt auch lange drauf gewartet, aber mit 4 Monaten musst du aktuell rechnen. Ja. Der Werterhalt, also speziell bei der Serie hier, der ist sehr, sehr hoch. Also ist grundsätzlich, muss man sagen, Porsche verlieren, ich glaube, am wenigsten Wert überhaupt bei Autos. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ist das so? Ja, also zu den Top 5 zählt Porsche, zu den wertstabilsten Autos. Das ist wie bei einer Uhr, sage ich mal. Bei einer schönen Uhr, da kriegst du nicht unheimlich viel Nachlass auf so eine Uhr, aber die ist auch super extrem stabil und das macht Porsche richtig gut. Also das ist, die produzieren sowieso immer, übertrieben gesagt, ein Auto weniger, wie der Markt verlangt. Und das ist auch schon so ein Prinzip für die Autos sehr wertstabil zu halten. Also wenn man da mal umsteigt auf ein neues Fahrzeug, auf ein größeres Fahrzeug, fällt es den Kunden leicht, weil das Auto immer noch viel wert ist im Vergleich zu den Mitbewerbern in dem Segment. So, ich gucke mal gerade, der ist jetzt in schwarz. Das würde meiner Frau ganz gut gefallen. Die steht total auf schwarz. Also alle Autos sind schwarz, aber hier hat man natürlich auch die Möglichkeit, ihr habt die Autos schon so gewählt, dass sie unglaublich schick sind. Also von den Sitzen her, ich zeige es mal gerade, die Farbkombination hier, das GTS dann in Rot. Genau, das ist ein Interieurpaket, dann hast du die Gurte in Rot, du hast den Sitz mit roten Nähten, auch das Kombi-Instrument vorne ist nochmal mit rot hinterlegten. Wow. Genau, da sieht man es nochmal, da ist das Zifferblatt halt auch rot. Ja, ich kann es mal kurz andeuten, weil ich mal gerade rein. Das Auto ist unglaublich handlich durch den Mittelmotor, gell? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er mehr Fahrspaß macht wie ein Elfer, aber die zwei geben sich nicht viel. Ne? Also das ist, wenn es in Kurve geht oder wie auch immer, da ist er schon der knackigere fast. Ne? Der läuft weltweit gut, oder? Natürlich, ja. Das Schöne an dem, ich sag mal generell, ich hatte jetzt die Tage noch mit einem Freund von mir telefoniert, der beim Porsche auch in Zuffenhausen arbeitet und er sagt zu mir, er hat jetzt, sein Dienstwagen läuft aus, den hat er jetzt 2 Jahre gehabt, das war ein Elfer und er hat jetzt noch mal so die letzte Tour gemacht in die Alpen rein mit seiner Freundin. Und das fand ich eine schöne Geschichte, weil wir haben so viele Kunden auch, die es immer bestätigen, die nutzen das Fahrzeug im Alltag, das ist gut, das begleitet die treu und sicher, macht mit Sicherheit super viel Fahrspaß, aber wenn du dann mit dem Fahrzeug auf eine Alpenstrecke gehst oder du fährst mal in Urlaub irgendwo ans Meer, das Auto gibt dir ein ganz anderes Gefühl nochmal zurück, obwohl es vielleicht schon 3, 4 Jahre alt ist, meinst du gerade, es wäre nochmal was ganz Neues. Und das weil sie mitkommt im Urlaub. Und dann das ist so ein Phänomen, ne, was diese Marke ausmacht. Ja. Ja, der Vorteil ist auch, man kann den Porsche-Fahrer nicht erkennen. Wir gehen zum Beispiel campen im Sommer. Der Wohnwagen wiegt 2 Tonnen, geht leider nicht mit dem 911. Aber ich freue mich schon immer wieder, wenn ich nach 4 Wochen Campen zurückkomme mit dem Bus und dann ich auch immer schmunzeln muss, wenn jemand mit einem Elfer oder mit einem Panamera dann auf dem Campingplatz fährt. Das ist heute, es gibt da nicht so die Standesunterschiede. Man kann ruhig mit einem Elfer auf dem Campingplatz, oder? Ja, das macht Spaß. oder hier mit dem Cayman. Ja, als der jetzt rauskam, das heißt, du bist ja schon wie lange bei Porsche?
Ich bin im 3. Jahr, komme ins 4. Jahr jetzt. Und was war denn für dich das spannendste Erlebnis, wo du gesagt hast, hey, Porsche ist mehr als nur Autos verkaufen? Also das wusste ich ja eigentlich schon vorher, wo ich privat meinen Porsche genutzt habe, dass das eigentlich mehr ist als nur Autofahren zu dem Moment. Aber das hast du relativ schnell beim ersten Verkauf schon gemerkt, dass das mehr ist als nur Autoverkaufen, weil die Leute Geschichten erzählen von früher. Wo sie halt mal, oder wo der Papa einen hatte, wo sie noch klein waren als Kind und jetzt sie sich selber so ein Auto leisten. Und das ist eigentlich, ja, ist ein schöner Job, weil es sind nur glückliche Leute um dich rum. Ja, was auch hochinteressant ist, wenn man an der Ampel steht, also was mir aufgefallen ist, so die Missgunst, die ist gar nicht da. Also ich merke die überhaupt nicht. Also du fährst auch als Porsche-Fahrer eigentlich extrem zurückhaltend, also zumindest ich. Also ich fahre meistens rechts, ich fahre langsamer. Viele probieren es dann auch mal von hinten und so, aber nö, ich lasse mich da gar nicht provozieren. Und dann, wenn man ein bisschen frei ist, da kann man es auch mal laufen lassen. Aber es ist so dieser Mythos, das sind Leute, die rasen und so weiter. Also ich glaube, die meisten machen das nicht, die eher das Gegenteil. Oder? Ja, natürlich, du kannst auch mit so einem Auto fahrst du auch gerne mal schnell. Man muss auch dabei sagen, extrem sicher schnell, weil, wo du jetzt gerade sagst, wenn man einer von hinten drückt, das Problem ist nicht, der kann drücken, der kann auch mit Sicherheit mit 200 oder 210 hinter dir herfahren. Die Frage ist nur, was ist, wenn es in eine Kurve geht? Was ist, wenn du mal bremst? Weil das habe ich übrigens schon öfter mal probiert. Also wenn du mit dem vierradgetriebenen Elva in die Kurve gehst und du bist irgendwo, wo waren wir zuletzt? In der Nähe von St. Wendel, Richtung Ida Oberstein. Ja, und dann, okay. dann hast du da die Kurvenstrecken und da ist einer hinter dir und es geht dann von 50 auf 90 und du gibst mal Gas und du kannst egal welche Kurve, egal wie holen. Ja, also, extrem sicher, das ist immer das. Ja, weil ich sag mal, hier hast du wirklich 100% Sicherheit, auch was das Bremsverhalten alles betrifft, was die Straßenlage betrifft. Und das hat vielleicht der ein oder andere, der hinter dir klebt, mit einem gewissen Auto nicht. Und das ist halt die Gefahr. Deswegen haben wir aber auch viele Kunden, wie du gerade sagst, die dann sagen, komm, was soll's, fahr ich rechts ran, lass den vorbeiziehen. Ne? Was auch noch ganz toll ist, muss man sagen, ist das Thema Bremsen. Das heißt, also es gibt ja, glaube ich, so einen Mythos, die bremsen irgendwie zweimal so schnell, wie sie beschleunigen. Auf jeden Fall, die sind brachial, also die halten, die bremsen, die machen das Auto von 0, nix in den Stand rein. Ich habe das auch schon mal ausprobiert bei meinem funktionieren. 5-fache Bremsleistung ist Standard eigentlich immer bei uns, von dem, was eigentlich benötigt wird. Das kannst du dann natürlich nochmal erweitern durch eine Keramikbremsanlage oder bei dem neuen Cayenne, der jetzt eine Legierung auf der Bremsscheibe hat, die dann auch nicht mehr korrigieren kann und halt schon gute 20-30% Bremsleistung nochmal dir da drauf packt. Ja, zum Thema Preis. Es geht wo los ungefähr? Eine sinnvolle Ausstattung? Wir gucken uns das Auto mal an, weil zum Beispiel jetzt gerade mal den gelben. Warte mal, da müssen wir auf jeden Fall mal gerade die Verbrauchswerte mal einblenden. Die haben wir nämlich hier. Da sind sie für der Gerechtigkeit schuldig zu sein. Das ist der 718 Boxster GTS. Genau. Der liegt jetzt, wie eben erkannt, bei 78, wo es losgeht. Da ist aber auch schon viel drin. Also der Boxer generell, der startet kurz über 50 oder knapp über 50. Und hier muss man dabei sagen, da ist halt, wie gesagt, ob die Rückleuchten dunkel sind, ob es die Sportabgasanlage ist. Man muss sagen, die Basisversion kostet 78. Bei dem schon mit viel GTS mit viel Sonderausstattung. Wie er hier steht, ist er etwas teurer, liegt dabei knapp unter 100. Der hat dann diverse Extras mit drin, aber man kann den für 78 fährt er. Das heißt, er hat wirklich... Sehr, sehr gut. Schon sehr, sehr gut. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Es ist die Frage, was magst du an Ausstattung? Was ist dir noch wichtig? Ja, was ist denn drin, Serie, bei 78? Also wir haben das Infotainment-System ist drin. Wie gesagt, außenrum nochmal die Rückleuchten dunkel. Das Auto hat diese schwarze Felge serienmäßig mit drauf, die schon über 3.000 € nochmal wert ist. Also ich sag mal so, die Einpackhilfe ist mit drin. Solche Sachen musst du dir nochmal dazu nehmen. Okay, die sind dann extra. Wenn du jetzt eine Einpackhilfe brauchst, wenn du sagst, du möchtest Navigation haben, wenn du sagst, Sitzbelüftung, solche Sachen, das ist extra im Sportwagen separat nochmal, aber auch fair. Ich sage jetzt mal so ein Navi-System, wo dann die komplette Bandbreite beinhaltet, bei knapp 1.500 €. Ja. Das heißt, ein Traumwagen, den man bequem im Alltag auch fahren kann, jederzeit. Das haben wir eben also nochmal die Kunden bestätigt. Wir haben ja immer ein tolles Interview gemacht. Der nutzt den eigentlich überall. Hat jetzt den Elva mit Saisonkennzeichen, aber vorher den alten tagtäglich genutzt als ersten Wagen. Genau. Diese Autos sind gebaut
anders wie vielleicht hochrassige Sportwagen für den Alltagsbetrieb. Ich glaube, erster Service war bei ihm nach 2 Jahren jetzt, oder? Genau, wir haben es jetzt das erste Mal offiziell mit seinem Auto gesehen. Zwischendurch ist der Rainer gerne mal da für einen Kaffee zu trinken, wo wir immer froh sind drum, dass wir uns mal noch mal sehen, den Kontakt nicht verlieren. Aber die Autos sehen wir eigentlich immer erst alle 2 Jahre oder nach 30.000 Kilometern. Die, wie du jetzt sagst, die hochrassigen Sportwagen, ich sag mal, mit dem Auto kannst du alles machen. Das ist ein 100%iger Sportwagen, aber was dir sonst kein 100%iger Sportwagen bietet, auch 100% alltagstauglich. Das ist das Schöne. Ne? Also der 718 hat jetzt noch den Vorteil, der hat vorne und hinten einen Kofferraum, wo man beladen kann. Er ist auch nicht zu tief, also das habe ich auch schon gemerkt. Ich komme zumindest mit meinem überall rein, also in jeder Einfahrt, in fast jede. Aber ich habe eigentlich überhaupt keine gehabt, wo ich nicht reinkam. Ja. Also die sind nicht so tief, dass man gar nicht reinkommt. Nein. Macht doch keinen Sinn. Da ist immer noch eine kleine Lippe drunter. Wenn die schürft und du bremst, ist alles gut, da passiert nichts. Kommen wir auf das Thema 111 Punkte-Check, Garantie. Wie sieht es aus bei Porsche? Also standardmäßig haben die Autos 2 Jahre, eine Porsche-Garantie drauf. Darüber hinaus kann man bis 15 Jahre oder 200.000 Kilometer eine Porsche Approved drauflegen, so nennt sich die Garantie. Die war bis jetzt immer 10 Jahre, aber Porsche hat gesagt, wir gehen hoch auf 15 Jahre. Die Autos sind sehr stabil, zuverlässig. Und die kannst du für 12 Monate oder 24 Monate dementsprechend immer verlängern. Der 111-Punkte-Check, wo du jetzt gerade angesprochen hast, ist die Voraussetzung dafür. Das heißt, ihr geht dann hin, im Prinzip kurz vor Ablauf der Garantie, macht ihr einen Check, prüft das Auto auf Herz und Nieren. Genau. Das wäre dann noch innerhalb der Garantie zum Beispiel, alles, was dann da rankommt. Ja, wenn jetzt wirklich noch was Kleines wäre am Auto oder auch was Großes, abhängig von der Summe, würde noch über die Garantie erledigt, abgerechnet werden. Und danach hat der Kunde dann noch mal 24 Monate, wenn er das wünscht, oder 12 Monate, eine weitere Garantie drauf, die ihn abdeckt. Ja. Ist auch gar nicht so teuer, muss man sagen. Also im Vergleich zu einem möglichen Schaden, der passieren könnte, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. Das mag man sehen, wie man will, aber so ein Motor kostet gut und gerne, ich glaube, er ist nicht billig. Und der wäre dann abgedeckt, wenn es ein Motorschaden wäre. Das ist abgedeckt. Das sind auch nicht immer, man denkt immer Motorschaden. Das kann auch mal übertrieben gesagt eine Sitzheizung sein, die nicht mehr angeht. Oder das Infotainment-System, das liegt im Nachrüsten schon über 6.000 €. Da kann man sich vorstellen, was kostet das, wenn es mal kaputt ist. Das sind alles Sachen, die mit so einer Garantie abgedeckt sind. Die startet so für ein Jahr so um die 850 €. Geht dann halt je nach Modell hoch auch mal bis 1.200, 1.300 €. Ja gut, wir reden dann über, ich sag mal, runtergerechnet auf einen Monat über 60 € im Monat. Ja. Dafür ist das Auto abgesichert bis zu 15 Jahre. Bis zu 15 Jahren kannst du das hochziehen. Oder 200.000 Kilometer. Es ist wie eine Hausrat. Jeder hat sie, keiner hofft, dass er sie braucht oder dass es brennt. Das Schöne ist, wenn man sie hat, passiert auch nichts. Meistens. Ich zeige mal gerade was Schönes, was ich die ganze Zeit schon sehe. Ihr seid extrem erfolgreich, also mit dem Porsche Zentrum Saarland 2016. Das Porsche Zentrum Saarland gehörte im Geschäftsjahr 2016 zu den erfolgreichsten Händlern in Deutschland. Das kommt dann direkt vom Chef. Was Schönes ist mir auch passiert, ihr nehmt eure Kunden sehr ernst. Ich wurde 50 vor 2 Wochen und ich habe von der Geschäftsführung von Porsche, und wir haben eine Werbeagentur, wir haben das durch mehrere Hände gehen lassen, eine handgeschriebene Glückwunschkarte zum 50. bekommen. Ja, das ist, der Kunde kriegt generell mehr. Vom obersten Chef aus, nicht der Lang, der schickt mir eh eine, aber ich weiß, ja klar. Nee, vom Chef aus Stuttgart. Ja, das ist korrekt. Ja. Aber auch wenn du nicht 50 wirst und hast Geburtstag, kriegst du was Besonderes bei uns. Das ist ja auch bei vielen. Da kommt eine Karte, es gibt immer was Kleines, Besonderes bei Porsche. Ich hätte das nicht erwartet, aber das da wirklich, und wir haben sie durchgeguckt, die Tinte war verlaufen, es sah so echt aus. Okay, ja, freut mich. Das ist schön. Ich sehe auch, du lächelst, die Leute sind jetzt leider nett, aber du lächelst und das ist schön. Das ist. Ich bin ja nicht wichtig, das seid ihr. Porsche Zentrum Saarland, ihr gehört zu welcher Gruppe? Das ist die Scherer-Gruppe. Wir haben ein Porsche-Zentrum hier in Saarland, ein weiteres in Wiesbaden. Wie du jetzt hier einmal die Wand uns gezeigt hast, genau, wir hier in Saarbrücken zählen zu den größten Porsche-Zentren Deutschlands. Es gibt knapp über 80 Stück. Wir zählen zu den 5 größten in Deutschland und ja, das macht Spaß, das merken unsere Kunden. Und, man muss auch sagen, das Saarland gehört ja zu den eng bevölkersten Bundesländern der Welt. Ja. Also ihr seid wirklich jetzt nicht runtergebrochen, ihr macht wirklich viele Porsche. Wir machen viele Porsche, ja. Also nicht nur im Saarland, sondern da kommen ja auch Leute. Wir haben auch eine super interessante Gebrauchtwagenabteilung. Die sitzt da hinten in einem anderen Gebäude. Genau, die sitzt jetzt im Gebäude gegenüber. Wir sind einfach zu groß geworden. Das hat hier nicht mal reingepasst.
Aber da merken Sie, die Leute kommen übertrieben gesagt, aus Hamburg bis München. Also für die Gebrauchtwägen ist der Saarlandmarkt schon lang nicht mehr der reine Markt. Da sind wir schon darüber hinausgewachsen auch. Ne? Das Internet macht es möglich. Internet macht es möglich, ja. Ja, prima. Ja, vielen Dank. Michael Theisen, es gibt ein tolles Video, was wir gedreht haben über den Rainer. Der Rainer ist 75 Jahre, er hat es ja gesagt, im Video können wir es ruhig sagen. Jetzt dürfen wir es verraten, ja. Verraten. Und er hat vor 2,5 Jahren, als du hier angefangen hast, oder vor knapp 3 Jahren, hat er das erste Auto, quasi das erste Auto? Ja, also nicht das erste, aber er war einer der ersten. Das war nach einem guten, also was heißt einer der ersten? Das war nach einem guten halben Jahr. Er gehört zu der ersten Gruppe sozusagen. Und ja, also wie gesagt, so Sachen wie der Rainer dann gesagt, es war auch so jemand, der gesagt hat, mein Papa hat einen gehabt, ich hatte früher einen und will jetzt noch mal einen. Jetzt habe ich die Zeit dafür und auch den Spaß, den ich mir da nehmen will mit. Und ja, das ist halt schön, das vergesse ich auch nicht. Ne? Also ist es doch ein Riesenunterschied, ob man ein Auto hat, um damit zu fahren, oder ob man halt einen Porsche hat, wo man sich vielleicht tagtäglich darüber freut, einsteigen zu können morgens, oder? Es ist was Besonderes. Man muss jetzt mal dabei sagen, viele denken immer, ach Porsche oder das ist fremd. Wir haben so viele Kunden auch im letzten Jahr, wo ich hatte, die von einem Q5 als Diesel, Q5 als Benziner, SQ5 zu uns gekommen sind, die vorher einen BMW hatten, zu uns gekommen sind und dann auch mal gemerkt haben, da fährt übrigens gerade der Rainer weg. Wir sehen ihn nur noch. Da fährt er in Rot, ja. Auto geduscht, fertig, heute zur Wartung ja da gewesen. Und die Kunden, die einfach sagen, das hätten wir gar nicht gedacht, weil das ist eigentlich eine Preisklasse. Ob wir jetzt hingehen oder wir holen einen SQ5 und wir holen uns einen Macan. Aber der Kunde kriegt viel mehr dafür. Das ist ein viel, viel wertstabileres Auto. Und er hat mit Sicherheit ein bisschen mehr Spaß, also mehr für die Seele. Ne? So, und das sagt natürlich der Michael Theisen. Man muss fairerweise dazu sagen, er ist natürlich hier der Verkäufer im Porsche-Zentrum Saarland. Du hast aber viele Kollegen. Wie viele? Ich habe 5 weitere Kollegen. Das ist der Michael Collett im Gebrauchtwagenbereich, der auch neue macht. Das ist der Markus Spettel, der auch beide neue und gebrauchte verkauft. Oliver Kufler ebenso. Hier unten bei mir in dem Neuwagenbereich, wir verkaufen auch beides neu und gebrauchte, sitzt dann noch der Sascha Corallo und auch der Michael Baldes. Das haben wir alle gesagt. Wo findet man euch? Das haben wir alle gesagt. Im Rotfeld 19. In Saarbrücken. In Saarbrücken, genau. Und wir als Team freuen wir uns wirklich auf jeden, der reinkommt. Ja, und den haben wir für die Marke begeistern können. Ja. Prima. Vielen Dank, Michael, und alles Gute. Dir auch. Danke. Mach's gut.